Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ihr habt euch sicher gewundert, warum ich gestern nicht da war. Aber ich habe mal solidarischerweise mitgestreikt. Ich wäre mir jetzt blöd vorgekommen, ne? Wenn ich jetzt so Wunscherfüllungstendenzen drehe, an einem Tag, wo ja hier ganz viel geschieht und ganz viel passiert. Außerdem habe ich mal solidarisch für die Pflege mitgestreikt, die ja auch mit Autos fahren zum Dienst, vom Dienst weg, zum Patienten, vom Patienten weg und. Jetzt gucken wir mal für heute, was sich so anzeigt. Du bist stärker, als du glaubst. Erkenntnisse und Erscheinungen. Das passt ganz gut zur aktuellen Qualität, denn hier geht es darum, dass man etwas revidiert, dass man etwas nicht mehr so stehen lässt, dass man eine Meinung verändert, eine Glaubensvorstellung und dass die Kraft einfach dazu auch da ist, ne? Das kann ja sein, das geht mit sentimentalen Gefühlen einher. Es betrifft die neue Karriere, also das ist ja echt der Klopfer jetzt wieder. Sprich, es betrifft viel auch den beruflichen Bereich, Umstrukturierungen bei uns in den Berufen. Und es ist mit Entscheidungen verbunden, die jetzt anstehen. Eine Wahl zu treffen, ne? Für sich, die Wahl, die Entscheidung. Das Wechseln von irgendwelchen Wegen, die man bisher eingeschlagen hat. Im Prinzip ist es ja so, nichts zu tun ist auch eine Entscheidung. Und wir haben die Unterstützung. Also wir dürfen hier damit rechnen, dass sich sehr viel tut, dass man füreinander einsteht, dass man sich unterstützt. Das kann jetzt mit Finanzen sein oder persönlicher Natur oder Tatkraft. Es geht um den gewissen Zusammenhalt. Und hier haben wir wieder die Berufskarte. Also die Legung passt 100% zu dem, was gerade draußen los ist bei uns in Deutschland. Es geht hier sehr viel auch natürlich um die beruflich Selbstständigen. Es geht darum, dass sich das Arbeiten wieder lohnt und so weiter, ne? Jetzt gucken wir mal, wir legen die Lennys oben drauf. Ja, hier ist Rückzug, hier ist der Turm, hier ist sowas wie, lass deine Mauern sprengen, spreng die Mauern, heb die Begrenzung auf, um dass du an deine ganze Kraft auch wieder dran kommst. Es geht, ja, das ist echt speziell. Es geht hier darum, dass man Themen im Punkto Treue und Loyalität hinterfragt, dass man seine Meinung verändert hat, dass man überlegt, wer kann wegbleiben, wer darf mit rein in den Kreis, den man hat, wo stehen wir füreinander ein, wie wichtig ist Freundschaft. Es gibt hier Nachrichten, die vielleicht sentimentale Gefühle auslösen oder Gespräche, bei denen man viele Emotionen in sich trägt. Austausch über die Emotionen auch. Es geht darum, das Berufsleben zu harmonisieren. Es geht darum, einen Kampf aufzugeben, ein Schwert niederzulegen. Irgendetwas, was man so nicht weitermachen kann, steht an. Man kann mit etwas Frieden schließen, man möchte mit etwas Frieden schließen. Und auf die Entscheidungen fällt jetzt das Außen, der Paar drauf, ne?
Das heißt, wir sind hier nicht alleine in dieser Wahlsituation. Wir sind abhängig von den Umständen von außen. Wow, und auf der Unterstützung liegt das Schiff. Das heißt, es geht ums Unterwegssein, ums Reisen, ums Fahren, ums Kilometer zurücklegen, um Träume verwirklichen, um Expansion auch irgendwo, ne? Um unsere Wünsche, Sehnsüchte. Bin ich gespannt, guckt mal. Und hier kommen die neuen Türen, die sich öffnen. Und unten haben wir noch die Neubeginne. Wenn ich jetzt mir die Zahl angucke aus dem hebräischen Alphabet von dem Kind, aus dem Seher Lenormand, dann sind wir hier bei einer 4. Ne? Das hebräische Alphabet hat ein bisschen andere Werte als die Zahlennumerologie. Und bei der 4 geht es tatsächlich auch um Zeichen für Unterstützung. Es geht um Zyklen, ne, um Phasen. Es geht darum, dass sich etwas rundet, dass die Jahreszeiten stattfinden, die 4 Wochen, die einen Monat geben. Und dass daraus eben die nächste Phase für Unterstützung entsteht. Und dass es Zeit ist, die Pläne zu überdenken. Im Prinzip trifft das alles sehr auf das Außen zu. Und wenn wir jetzt hier gucken, geht es nicht nur ums Außen, es geht um Freundschaft, es geht um Solidarität, es geht um Kommunikation. Es geht vielleicht auch darum, sich nicht vom Außen nur abhängig zu machen, von dem, was andere denken, was speziell auch hier das Thema Freundschaft betrifft. Vielleicht hat man auch Lust, zusammenzuarbeiten. Ne, wäre auch so eine Aussage hinter diesem Blatt. Und vor allem an der ersten Position, dass wir stärker sind, als wir glauben. Also da geht es schon auch um Resilienz, aber auch das Nicht-Überspannen des Bogens bis in alle Welt. So, Gemeinschaft macht stark, die Linde. Mein Gott, also jetzt habe ich aber auch Gänsehaut, ne? Suche die Geselligkeit zu himmlischen und irdischen Wesen. Die Linde ist ein Treffpunkt der Geselligkeit und des Friedens und ruft zur herzlichen Begegnung auf. Also alle zusammen haben hier das Glück, das vor ihnen liegt, das auch viele Formen hat. Vielleicht geht es auch in unserer Zeit speziell darum, dass man wieder überlegt, was macht mich denn glücklich? Wo geht es mir gut damit? Wo kommt mein eigener Reichtum her? Aber es muss auch eben diese Gegebenheit sein, dass man arbeiten kann, ohne dass man denkt, das lohnt sich nicht mehr oder es wird immer schwieriger, sein Geld zu verdienen, ne? Zum Beispiel. Gucken wir mal, was hier die Engel noch mitgeben. Bin ich gespannt. Der Engel des Trostes und der Engel der Akzeptanz. In schweren Zeiten ist dein Engel ganz nah bei dir. Bitte ihn, dich mit seinen Flügeln zu umfangen, um dir so Geborgenheit zu schenken. Auch immer, wenn du denkst, mir geht hier die Kraft aus, kannst du darauf zurückgreifen. Hier geht es um Hoffnung und Zuversicht. Und es geht darum, Akzeptanz zu geben, der Gegenwart und die Ereignisse mit Akzeptanz zu bedienen oder ja auch zu erkennen, den Sinn hinter allem. Denn so bleibt der Fluss des Lebens auch im Gleichgewicht und es hat schon alles seinen Sinn, warum was ist. Manchmal erkennt man es erst viel später, aber die Energie ist eigentlich ganz gut, ne? Es geht viel um Frieden, Hoffnung und Zuversicht. Das lassen wir jetzt mal so stehen, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.